Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute wollen wir über mögliche Abgänge reden. Nämlich viele haben richtig erfasst, wir haben einen 35-Mann-Kader, das ist ein absolut riesiger Kader und der größte Kader der Liga aktuell. Und nicht ohne Grund heißt es auch, dass man dann Abgänge einplanen muss, denn das Geld wächst nicht auf Bäumen und für Spieler, die nicht spielen, Geld zu bezahlen ist im Endeffekt unnötig. Deswegen kommen hier meine möglichen Abgänge plus Erklärung und so weiter und so fort. Wie gesagt, ihr habt es richtig erfasst, der Kader ist zu groß, da muss was passieren. Und da wollen wir heute direkt einsteigen und dann geht es auch direkt los. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Ab 99 kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. So ganz einfach, wir gehen jetzt einfach den ganzen Kader durch. Ich erkläre immer, welcher Spieler bleibt, welcher nicht. Und dann ganz einfache Schlussfolgerung, was denn dann passieren muss. Mit 35 Spielern haben wir einen ordentlichen Kader. Meistens ist der FCM bei so 32, 31, 30. Ist auch normal so in der Liga. Wenn wir uns das anschauen, der zweitgrößte Kader ist aktuell von Schalke mit 34 Spielern. Da sind auch unglaublich viele Talente drin, was bei uns nicht so der Fall ist wie bei Schalke. Deswegen wird man da mit einigen Abgängen noch sicherlich planen. Genauso wie auch bei Schalke man noch mit Abgängen planen wird. So. Und ja, eins ist klar. Auf der Torwartposition wird sicherlich nichts passieren, denn da haben wir Dominik Reimann, Noah Krut und Kamper. Dominik Reimann ein klarer Stammkeeper, man wird keinen Konkurrenten holen. Hat dann Noah Krut als Konkurrenten, wenn man das so gerne sagen möchte, ist aber eher einer, der für die U23 spielt, falls Kamper ausfällt. Kamper, wie gesagt, ist Dritttorhüter, U23-Keeper, wird auch sicherlich irgendwann bald demnächst seinen ersten Marktwert dafür bekommen. John Hugonet, mit 25 natürlich Stamminverteidiger, das gleiche gilt für Matthiesen. Die beiden sind zwar intern umworben natürlich, die werden umworben. Ja, ist ein ganz einfaches Thema. Der FCM wäre dumm, wenn sie ihn abgeben, beziehungsweise beide abgeben. Überhaupt einen abzugeben, sehe ich als sehr unrealistisch. Die beiden werden definitiv nach aktuellem Stand bleiben, denn es gibt kein konkretes Angebot. Zudem hat der FCM absolut kein Interesse, sie abzugeben. Das heißt, es muss eine übertriebene Summe bezahlt werden für beide. Also bei Matthiesen beispielsweise 2 Millionen und bei Hugonet sagen wir jetzt mal verrückt 3 Millionen. Wird keiner zahlen. Das wäre zu großes Risiko. Außer es passiert natürlich noch irgendeine krasse Verletzung in der ersten Liga, dass man dann da agieren muss. Aber da hat man ja auch nicht mehr so viel Zeit, da zuzuschlagen. Zudem Max Geschwil, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, der wird bleiben. Kam auch erst neu. Da hat man noch einen wichtigen Innenverteidiger in der Breite meiner Meinung nach geholt, damit auch in der Innenverteidigung sehr gut aufgestellt. Da sehe ich uns sehr gut. Hoti auch ein Spieler, da müssen wir drauf gucken. Es ist noch nicht so 100% vom Tisch, dass er geht. Er wird aber sicherlich bleiben. Der FCM wäre auch hier sehr unklug, ihn auch abzugeben, vor allem für die Summe, die im Raum schwebte bei Dynamo. 500.000, das ist zu wenig. Vor allem 350.000 plus 150 Boni. Aber wird es nicht geben. Das geht nicht. Zu wenig Geld, zudem hatten sie für Vermey Geld ausgegeben. Sie müssen irgendwie was einnehmen, wenn sie ihn holen wollen. Das ist hier nicht der Fall, deswegen wird Hoti bleiben und auch ein wichtiger Bestandteil der Innenverteidigung sein. Mal schauen, welche Innenverteidiger sich im Endeffekt durchsetzen. Ich denke mal, Hugonet und Matthiesen sind sicher. Aktuell sehe ich Hoti vorne, Heber und Geschwil kommen dann aber auch nochmal hinterher mit sehr viel Qualität. Zudem hatten wir noch einen Tobi Müller, der auch noch dabei ist. Meiner Meinung nach aktuell nur Nummer 6, das ist schon krass. Da so eine Nummer 6 zu haben mit Tarek Schad natürlich nochmal einen sehr, sehr wichtigen Spieler aus den eigenen Reihen, der auch nicht rummeckert, wenn er dann mal nicht spielt, sondern für die U23 klar eingeplant ist. Er wird sich zu 100% auch bleiben, vor allem weil er auch als Local Player geht. Lubombo Musonda, ja, er spielt eine richtig gute Saison bis hierhin, wird dann dementsprechend auch bleiben, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich hoffe, dass er den dann auch in dieser Saison verlängern wird. Samuel Lurik, hier finde ich es sehr schade, dass er immer verletzt ist aber sonst eigentlich ein Spieler, der definitiv mit Lubombo da um die Startelf kämpft. Mal schauen, was da passiert. Ich wünsche mir eigentlich, dass die einen guten Kampf haben da gegeneinander. Und dann werden wir sehen, wer den gewinnt. Ich hoffe tatsächlich auf den Besseren. Also da auch ist man gut aufgestellt. Herbert Bockhorn, hier wird es interessant. Ist aktuell klarer Stammspieler, wird es auch, denke ich mal, bleiben, selbst wenn Lurik wiederkommt. Ich sehe ihn als sehr, sehr guten Spieler an. Er hat ein unglaubliches Comeback gestartet nach einer Verletzung. Auch da gilt ganz, ganz dicker Respekt, das schafft nicht jeder Spieler. Hat es unglaublich gut gemacht bisher. Ist so ein unauffälliger Spieler mittlerweile geworden, der unauffällig auffällig ist. Also so positiv. Er macht jetzt nicht
absolut gute Sachen, er macht aber auch nichts Schlechtes, also absolut solider Zweitligaspieler hier. Und er ist noch nicht bei 100% sehr wahrscheinlich, also da geht auch noch ein bisschen Steigerung. Pierre Njombe, hier würde ich tatsächlich sagen, er ist jetzt nicht unbedingt der wichtigste Spieler für die U23. Hier würde ich eine Leihe als logisch ansehen. Zu irgendeinem Drittligisten, wenn es geht. Wenn nicht, dann würde ich hier auch theoretisch einen Abgang in Betracht ziehen. Er ist nicht der Spieler, den man sich erhofft hat vom Potenzial. Kann man ruhig auch mit einem Abgang planen. Aydin, wichtiger Local Player, auch geht weitere Entwicklungsschritte, bekommt jetzt auch Einsatzzeit in der ersten. Hier hoffe ich, dass das so weitergeht mit ihm. Luke Hertelen, wichtiger neuer Spieler für die ZDM-Position, und dann gehen wir direkt in den Übergang rein, nämlich zu Silas Gnaka, der 6 Jahre älter ist, weniger Potenzial hat, aber ein absolut gestandener Zweitliga-Profi ist. Hirien hat natürlich dann auch hier dementsprechend gute Chancen gegen Gnaka zu gewinnen, denn er hat letzte Saison sehr überzeugt auf seiner Position. Gnaka immer öfters in Kritik wegen dem Fehlpass nach hinten. Wie gesagt, hier muss ich aber auch sagen, ihn in Schutz nehmen, dass er diese Saison das bis jetzt gut macht. Außer ein paar Ausnahmen. Aber auf jeden Fall besser als letzte Saison. Also er entwickelt sich weiter. Wenn man hier aber ein Angebot bekommt, bei noch einem Jahr auslaufenden Vertrag, würde ich dieses annehmen und dann dementsprechend Gaucho holen, so dass man ihn dann direkt damit ersetzt. Ich glaube, das wäre ein Top-Deal. Also hier sehe ich einen Abgang als möglich an. Darius persönlich gefällt mir richtig gut bis jetzt. Ich würde mich sehr über den Laie zu einem Drittligateam freuen, weil er dann nächste Saison richtig beim FCM angreifen kann. Der ist zu gut für die Regionalliga, das müssen wir ganz klar sagen. Aber noch nicht gut genug für die zweite Liga, auch wenn ich ihn sehr gut im Pokal fand. Ne? Dritte Liga wäre gut für ihn. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Zu irgendeinem guten Drittligateam auch. Conor Krampicki, da muss ich ganz kurz und ehrlich sagen, er muss gehen. Also da ist wirklich gar nichts mehr. Als ich Regionalliga geguckt habe und er dabei war, hat er wirklich grottenschlecht gespielt. Ist einfach so. Hat mich gewundert, dass er mitgefahren ist tatsächlich. Zu spielen in der zweiten Liga noch. Das ist einfach nicht mehr gut genug für das Niveau. Falco, hier sehe ich es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Falco kann, aber ist aktuell wirklich nicht so. Also Falco ist halt so ein Spieler, er ist irgendwie zu gut für die dritte Liga, aber zu schlecht für die zweite bis jetzt. Also ist so, manchmal hat er Bock drin, manchmal ist er ein bisschen zu schlecht, nicht passgenau genug. Da fehlen einfach die Qualitäten für eine zweite Liga, meiner Meinung nach. Also hier könnte man auch mit einem Abgang rechnen, da muss man aber zentral was machen, deswegen denke ich eher, dass das nicht passieren wird. Weil zentrales Mittelfeld ist sehr, sehr dünn besetzt, auch das müssen wir klar sagen. Aber man spielt ja im Endeffekt ohne echten Achter, außer wenn man Laurin und natürlich Gnaka dazu zählen will, der manchmal auch da spielt. Herrscher wird bleiben, ist ein guter Ersatzspieler, auch wenn er definitiv nicht gut in die Saison reingestartet ist, der jetzt auch wieder verletzt ist. Mit Laurin und Grieb hat man sich natürlich sehr stark verpflichtet. Wie gesagt, Grieb als Mo-Ersatz gefällt mir bis jetzt richtig gut, hat das Pokalspiel richtig gut absolviert. Laurin auch mit einem richtig geilen Dribbling. Die duellieren sich um eine Position und das ist absolut verrückt, was wir da für ein Niveau haben. Ich hoffe auf Laurins möglichen nächsten Entwicklungsschritt. Dann kann er auch ein absoluter Topspieler in der Liga werden. Ihm fehlt nur noch dieses, wann passe ich, wann schieße ich. Und dann ist er ein Topspieler. Manchmal noch ein bisschen zu verdribbelt. Aber das ist normal bei jungen Kickern. Abo geht eigentlich genau das gleiche wie bei Falco, bloß dass ich Abo grundsätzlich ein bisschen besser finde. Hat manchmal richtig Scheißspieler, sonst grundsolide. Ich hoffe, dass er auch seiner Verletzung gut rauskommt. Ist ein Vorbereitungsweltmeister, aber dann in der Liga immer nicht so gut. Und bei Robert Leibertsmann ist auch ganz kurz, er muss gehen. Nick Meyer ist klar eingeplant für die U23, das finde ich in Ordnung. Im Endeffekt kann man ihn auch rausziehen aus dem Kader aktuell, weil da hat er aktuell keinen Bestandteil. Barisch Artig, ja, darüber reden wir gar nicht, er wird bleiben. Das gleiche gilt für Nolle, die Avara natürlich neu jetzt für die Kaderbreite, Noah Pesch das gleiche, mit sehr vielen Entwicklungsmöglichkeiten, Magnus Bars. Mein persönlicher Spieler, wo ich gerne mein Auge drauf werfe, ist natürlich mit 18 Jahren noch sehr, sehr jung. Ist aber ein sehr, sehr talentierter Spieler, auch wenn man sich so im Verein umhört. Da hat man nämlich auch schon mal nachgehakt persönlich, also ich. Hörte sich nach einem sehr interessanten Spieler an, der die Zukunft beim FCM bringen könnte. Ich sag's mal so, er wird noch sehr interessant werden. Ist auch noch
die Möglichkeit da, dass er dann die Saison mehr in den Erstkader reinrutscht. Natürlich wird es jetzt schwieriger, weil man da wirklich gut nachgelegt hat, aber wenigstens U23 durchschießen und dann steht da eine gute Chance, dass er nächste Saison fest im Kader dabei ist, wenn nicht sogar am Ende der Saison oder Mitte der Saison. Wenn sich vielleicht mal jemand verletzt, kann das seine Chance werden. Martin Kars wird nach aktuellem Stand bleiben. Es gibt kein Gerücht zu ihm, keine Möglichkeit, dass er geht. Keine Ahnung, warum sich so viele Sorgen darüber machen, aber er wird aktuell bleiben, weil es kein Angebot gibt. Es gibt auch keinen Bundesligist, der wirklich Bedarf hat. Außer vielleicht Bremen, aber ich glaube, die haben auch irgendwas anderes im Fokus aktuell oder haben schon was verpflichtet. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da habe ich nicht drauf geachtet. Alle anderen Vereine sind gut ausgestattet. Alonström, wichtiger Stoßstürmer, mit Größe kommt, Kopfballspiel, fand ihn im Pokal gar nicht gut persönlich. Also wirklich, da hat er nicht das gemacht, was man von ihm erwartet. Sowieso ein Spieler, den man sehr, sehr lange gebunden hat, der bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht so die Rolle erfüllt, die er erfüllen sollte. Ich hoffe, dass er da noch reinkommt, weil das hat man wirklich sein Geld im Endeffekt weggeschmissen für so einen langen Vertrag. Marusic muss natürlich noch gehen, ist auch klar geplant, und Emil Konia würde ich auch persönlich abgeben, weil für die U23 scheint er auch keine Rolle zu spielen und man hat Sanogo geholt. Da würde ich eher Sanogo hochholen und ihn runterpacken. Ja, also mit den beiden würde ich nicht planen. Als Fazit, wen würde ich abgeben? Aktuell, in der aktuellen Situation würde ich persönlich definitiv einmal Natjomba ausleihen, / abgeben. Spielt keine Rolle. So wie U23 ist er jetzt nicht der Beste. Und natürlich Erstmannschaft spielt er erst recht keine Rolle. Dann persönlich würde ich Darius verleihen. Ich finde ihn zu gut, wie gesagt, für 4. Liga und zu gut, noch einen Ticken zu schlecht für die 2. Aber er kann das Niveau definitiv erreichen. Krempiki würde ich abgeben, würde dementsprechend dann noch ein ZM holen, wenn Darius und Krempiki gehen. Oder sogar 2, muss man schauen. Ich würde aber eher nur einen holen. Dann zusätzlich würde ich dann definitiv noch Leipertz abgeben und Marusic und Konia und dann noch einen Stürmer holen. 2 Neuzugänge werden das dann. Und dann hätte man sich meiner Meinung nach mit dem finalen Kader gut verpflichtet. Damit würden dann insgesamt noch 1, 2, 3, 4 bis 5 Spieler gehen. Plus 2 kommen. Damit hätte man dann einen 32-Mann-Kader, so wie immer im Endeffekt. Und dann hätte man meiner Meinung nach einen perfekten Kader zusammengestellt mit guten Spielern. Schreibt eure Meinung dazu noch gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich würde auch dementsprechend ein Gaucho in Betracht ziehen, wenn dann AK geht. Wie gesagt, ich rechne damit schon irgendwie. Eventuell jetzt noch nicht jetzt direkt. Vielleicht auch erst im Winter oder beziehungsweise Winter ist ja unwahrscheinlich, aber definitiv, wenn der Vertrag ausläuft, wird er den FCM verlassen. Damit müssen wir uns jetzt schon mal bewusst werden, dass das passieren wird. Und damit würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen, und damit ciao Leute.